Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki und heute möchte ich euch erzählen, wie schwierig es ist, als Japanerin in Deutschland zu wohnen. Ich wohne seit 2018 in Deutschland, aber ehrlich gesagt, ich habe immer noch viele Schwierigkeiten in Deutschland zu wohnen. Heute möchte ich das Thema vertiefen, wie schwierig es für mich ist, in Deutschland zu wohnen. Dann, los geht's! Ich wohne seit Juni 2018 in Deutschland und habe 2019 mit einem deutschen Mann in Deutschland geheiratet. Außerdem habe ich zwischen 2015 und 2016 für ein Jahr ein Working Holiday in Deutschland gemacht. Wenn ich auf das Working Holiday mitrechne, wohne ich in Deutschland schon insgesamt 5 Jahre. 5 Jahre klingen lang, allerdings habe ich immer noch viele Schwierigkeiten in Deutschland zu wohnen. Was ich am schwierigsten finde, ist die Sprache. Deutsch ist eine schwierige Sprache. Für uns Japaner ist Deutsch besonders schwierig. Der Deutschsatzbau und die Grammatik sind total anders als der japanische. Wenn die Deutsch-Muttersprachler schnell spricht, verstehe ich oft nicht alles. Bei mir habe ich viele Probleme mit Hörverstehen. Ich habe 2020 eine Deutschprüfung gemacht und damals war mein Deutschniveau B2 für Lesen und Hören und C1 für Schreiben und Sprechen. Mein Hörverstehen ist jetzt besser als damals, allerdings verstehe ich immer noch nicht alles, was Deutsche sagen. Außerdem habe ich ein psychisches Problem. Ich bin sehr zurückhaltend und introvertiert. Deswegen verstehe ich noch weniger, wenn ich mit fremden Leuten reden muss. Ich verstehe zum Beispiel alles, was mein Mann sagt, aber wenn ich vor Unbekannten oder vor vielen Leuten reden muss, werde ich so nervös und verstehe nicht so gut Deutsch oder ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Diese Probleme habe ich sogar in meinem Alltagsleben. Seit einem Jahr habe ich kein Problem in Supermärkten, aber ich bin anfangs immer schnell müde geworden, wenn ich bereits zum Supermarkt gegangen bin. In meinem Gehirn habe ich hauptsächlich zwei Sprachen, Japanisch und Deutsch. Wenn ich auf Deutsch reden muss, muss mein Gehirn auf Deutsch umschalten. Das konnte ich anfangs nicht so gut machen und deswegen bin ich schnell müde geworden. Wenn ich aber die ganze Zeit auf Deutsch rede, vergesse ich manchmal Japanisch, vor allem Kanji, also die Schriftzeichen. Aber ich habe für 2 Jahre in Leipzig eine Umschulung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung auf Deutsch gemacht und im Sommer dieses Jahres ein IHK-Zeugnis vom Fachinformatikerin bekommen. Ich bin also in Deutschland offiziell Fachinformatikerin. Während der Umschulung hatte ich viele Schwierigkeiten, vor allem wegen der Sprache, aber ich bin sehr stolz und zufrieden, dass ich eine Fachausbildung nur mit einmaligem Versuch geschafft habe. Ich werde ein Video über meine Umschulung machen, aber ich möchte in meinem Kanal nicht über IT reden, sondern über Japan und Essen. Außerdem habe ich mich oft so gefühlt, dass ich in Deutschland wie ein 5-jähriges Kind bin. In Japan konnte ich alles alleine machen und hatte keine Probleme mit der Sprache. Ich konnte alles spontan mit meinem Wort sagen, was ich sagen möchte. Auf Deutsch muss ich vorher immer nachdenken, was ich sagen kann. Und obwohl ich etwas auf Deutsch sagen möchte, kann ich spontan nicht mit dem Wort ausdrücken, dann habe ich immer Frustrationen und Stress. Die Kommunikation auf Deutsch ist also für mich sehr schwierig. Es ist deswegen wirklich schwierig, dass ich ein Video auf Deutsch aufnehme. Ich muss vorher einen Entwurf schreiben, was ich in einem Video sage, und ich lerne einfach auswendig, was ich im Entwurf geschrieben habe. Es kommt auf das Video an, aber ich brauche oft 3 bis 6 Stunden, um ein 10-minütiges Video aufzunehmen. Jedes Mal, wenn ich ein Video auf Deutsch aufnehme, denke ich immer so, ist es noch einfacher, wenn ich das auf Japanisch mache. Und ich kann nicht jedes Mal alles auswendig lernen, was ich sagen muss.
Ich versuche also spontan mit meinen Worten zu sprechen. Es tut mir leid, wenn ich ab und zu oder oft Fehler mache. Zudem fühle ich mich manchmal hier fremd. Obwohl ich die Stadt schon gut kenne, fühle ich mich fremd. Ich habe ja die meiste Zeit meines Lebens in Japan verbracht, deswegen ist es vielleicht normal, aber ich fühle mich manchmal hier fremd. Was ich noch schwierig finde, ist die direkte Kommunikation in Deutschland. Deutsche sprechen direkter und machen manchmal Witze mit Ironie. Da ich introvertiert bin, ist es noch schwieriger, dass die Deutschen mit mir direkt sprechen. Ich nehme das manchmal persönlich und werde dann traurig. Seit ein paar Jahren verstehe ich langsam schwarze Humor oder Ironie, aber ich habe alles anfangs ernst genommen und konnte darüber gar nicht lachen und ich hatte immer weh. Ich denke, es ist noch schwieriger für diejenigen in Deutschland zu wohnen, die introvertiert sind. In Deutschland muss man immer deutlich seine Meinungen sagen. In meinem Kanal werden also solche Themen über Politik oder schwierige Diskussionen nicht vorkommen. Ich möchte euch meine Erfahrungen aus Japan und japanischem Essen mitteilen, aber ich möchte gleichzeitig wegen YouTube keinen Stress haben. Vielen Dank für euer Verständnis. Was für mich noch schwierig finde, ist, dass ich manchmal Heimweh habe. Ich wohne seit 2018 in Deutschland, aber ich habe sogar jetzt Heimweh, weil ich seit 3,5 Jahren in Japan nicht da war. Je länger man im Heimatland nicht da war, desto stärkeren Heimweh hatte man, denke ich. Vor ein paar Wochen hatte ich sogar stärkeren Heimweh. Obwohl ich in Deutschland eine Familie habe und mein Leben in Deutschland sehr gut ist, bin ich sehr emotional geworden. Ich kann euch leider nicht diese Emotionen ausführlich erzählen, aber es hat mir etwas gefehlt. Wer lang im Ausland wohnt, versteht mich vielleicht. Ich habe schon 3,5 Jahre meine Familie in Japan nicht persönlich gesehen. Wir telefonieren einmal die Woche, aber wegen des Zeitunterschiedes ist es auch noch schwieriger, eine bestimmte Zeit zum Telefonieren zu finden. Ich habe also einfach Heimweh. Aber möglicherweise denkt man so, dass man noch weniger Heimweh hat, wenn man einen Partner in Deutschland hat. Das denke ich aber nicht so. Wie gesagt, ich habe auch Heimweh und dieses Heimweh ist etwas anders, als ich alleine in Deutschland gelebt habe. Wenn man hier eine Familie hat, kann man nicht einfach nach Japan fliegen. Die Entscheidung gilt nicht für mich selbst, sondern auch für die Familie. Wenn ich nach Japan fliegen würde, möchte ich auch mit meinem Mann zusammen nach Japan fliegen. Und wenn man ein Kind hat, ist es dann noch schwieriger. Außerdem kann man nicht einfach nach Japan fliegen, weil Japan sehr weit von Deutschland entfernt ist. Wenn ich irgendwo in Europa geboren wäre, hätte ich noch weniger Heimweh, weil man schnell nach Hause zurückkehren kann. Japan ist viel zu weit und man braucht immer viel Zeit und Geld, um nach Japan zu fliegen. Deshalb finde ich, ist es auch wichtig, dass man in Deutschland oder im Ausland eine gute Familie oder Freunde hat. Manchmal fühlt man sich einsam. Auch wenn man verheiratet ist, fühlt man sich irgendwie einsam. Zum Beispiel, ich wohne in Deutschland mit meinem Mann, aber meine blutsverwandte Familie und meine japanische Freundinnen wohnen in Japan und sie waren sogar nicht mal in Deutschland. Ich bin relativ selbstständig und genieße meine Zeit in Deutschland. Allerdings, wenn man so lange im Heimatland nicht da ist, wird man einfach alles vom Heimatland vermissen. Was aber gut ist, sind alle Leute sehr nett, mit denen ich bisher in Deutschland getroffen habe. Meine Schwiegereltern sind sehr nett, mit Freunden habe ich Spaß. Es gibt ja manchmal verrückte oder unfreundliche Leute, aber in meiner Familie oder meiner Freundeskreise gibt es Gott sei Dank solche Leute nicht. Wenn man also in Deutschland bzw. im Ausland eine gute Familie oder Freunde hat, hat man dann weniger Heimweh. Trotzdem ist das Leben im Ausland und Heimatland etwas anders.
Natürlich hat man auch Schwierigkeiten wegen der Kulturunterschiede, aber an solche Kulturunterschiede wird man sich irgendwann gewöhnen und man muss sowieso mit der anderen Kultur leben, wenn man im Ausland wohnt. Deswegen finde ich diese Kulturunterschiede nicht so schwer. Aber als ich noch alleine in Deutschland gelebt habe, hatte ich noch andere Schwierigkeiten, zum Beispiel Aufenthaltserlaubnis zu beantragen, eine Wohnung zu finden und so weiter. Ich musste einfach mutig und stark sein, weil ich damals nicht so gut Deutsch sprechen konnte, als ich zum ersten Mal nach Deutschland gekommen bin. Es ist schwierig, als Ausländer oder Ausländerin in Deutschland oder allgemein im Ausland zu wohnen. Aber gleichzeitig sieht man auch Schönes. Vor allem wird man gut über den Tellerrand hinausschauen können. Ich hatte oder habe Schwierigkeiten in Deutschland, aber ich genieße auch mein Leben in Deutschland. Mein Leben ist lustig, weil ich zwei unterschiedliche kulturelle Hintergründe habe. Das war's mit diesem Video. Ich habe heute als Japanerin erzählt, wie schwierig es ist, in Deutschland zu wohnen. Aber wenn zum Beispiel Deutschen in Japan wohnen würden, haben sie dann in Japan Probleme oder Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass man sich gegenseitig helfen kann, egal welche Nationalität man hat. Bitte abonniert gerne meinen Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!